Welche Wunder hat uns die Tierwelt unseres Planeten bis jetzt nicht gezeigt? Darunter ungewöhnliche, mysteriöse, unvorhersehbare, schöne, gefährliche und harmlose Kreaturen, die unseren Planeten bewohnen. Aber die Tiere, die der Mensch für die geheimnisvollsten und ungewöhnlichsten hält, sind alte Kreaturen, die einst die Erde vor Millionen von Jahren bewohnten. Wir möchten Ihnen die ersten 20 Lebewesen vorstellen, die in prähistorischen Zeiten lebten. In der ersten Position, Bobinia, ist der ganze Körper des Geschöpfs in 19 Teile 1 aufgeteilt. Darunter ein Mund mit 5 Augen verschiedener Kaliber und ein langes Glied aus einem Staubsaugerschlauch mit einer Pfote. Dies könnte man als den ersten Staubsauger der Erdgeschichte bezeichnen. Aber an zweiter Stelle steht der Royal Sarkozy, der viel größer ist als der durchschnittliche Sarkozy. Ein Fleischfresser, das mit einer so starken Rüstung bedeckt ist und so starke Knochen besitzt, dass fleischfressende Dinosaurier keine Angst davor haben. Auf dem dritten Platz erschien Megatheria megatheria vor etwa 2 Millionen Jahren und stellte schnell eine eigene Ordnung für den Preis fest. Nur wenige wagen es, ein riesiges Tier anzugreifen, das doppelt so groß ist wie ein 6 Meter lang und 4 Tonnen wiegt. Der vierte Platz war Beria, ein riesiger Tausendfüßler, der in Erdbebenzeiten lebte. Angesichts der Tatsache, dass seine modernen 25 Zentimeter langen Verwandten sich von Vögeln, Fledermäusen, Mäusen und Schlangen ernährten, ist es schwer vorstellbar, wen ein fast 1 Meter langer Everberia wählen würde, um seinen Appetit zu stillen. Nun, unser 5. Platz ist Andrew Sacher, der Vorfahre der alten fleischfressenden Schweine. Andrew Sacher wog 1 Tonne und erreichte eine Körperlänge von 4 Metern. Höchstwahrscheinlich vertreibt Andrew Sacher kleinere Raubtiere von der bereits gefangenen Beute. Die enorme Größe gab ihm die Möglichkeit, sich überhaupt keine Sorgen zu machen und von fertigen Lebensmitteln zu leben. Nummer 6, Camaracerasta. Der historische 10 Meter lange Kraken sieht aus wie ein Verwandter des modernen Tintenfischs und Tintenfischs. Und es ist sehr beeindruckend, dass sich das Tier in einer bis zu 10 Meter langen Schale versteckt, aus der sich greifende Tentakel herausragen, die einen mächtigen Schnabel verstecken. Platz 7. Die riesige Kampfschildkröte von Cabanes. Vor 60 Millionen Jahren war Carboneris ein Albtraum für zahlreiche Fauna in den feuchten Tropen des alten Kolumbiens. Selbst einige Krokodile wurden nicht gerettet. Auf Platz 8 steht Dimorphodon, der über die Lebensweise des riesigen Hemophodons mit einer Flügelspannweite von 1,5 Metern spricht. Wissenschaftler sind sich sogar darüber uneinig, warum sie so riesige Schnäbel haben und sich von Diplodontons ernähren, wahrscheinlich Fischen und kleinen Landtieren. Es ist auch möglich, dass der Schnabel als moderne Tukane als ihre Dekoration verwendet wurde. Bitte abonnieren, liken und kommentieren Sie Piv Polokolchik, um keine interessanten Fragen des Kanals Realnaja Neralnaja zu verpassen. Platz 9, Indricateri. Indricateris lebten vor etwa 30 bis 20 Millionen Jahren und sind nahe Verwandte des Nashorns. Die Riesen sind 8,5 Meter lang und etwa 5 Meter hoch und haben nur die Schultern. Die Indricateria wiegt bis zu 35 Tonnen. Im Vergleich dazu erreichen große männliche afrikanische Elefanten normalerweise nicht mehr als 8 Tonnen. Der Glyptodon ist ein riesiges prähistorisches Kriegsschiff, das vor 20 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Er wiegt bis zu 2 Tonnen und kann mehr als 1,5 Meter lang sein. Wasserquellen wie Flüsse und Seen in der Nähe von Veliptodon Passia. Die Ernährung besteht aus Bäumen und Gras. Auf Platz 11 finden wir Elasmatri. Stellen Sie sich einen Felsen in menschlicher Größe vor. Unsere Vorfahren haben ein solches Monster gefunden und sogar gejagt. Mit einer beeindruckenden Größe von 3 Metern Schulterhöhe, 5 Metern Länge und einem Gewicht von mindestens 5 Tonnen.
dass es für einen Menschen gefährlich ist, sich einem einfachen modernen Nashörner zu nähern, während ein Riesen wie Elasmatris nicht einmal viel zu sagen hat. Number 12 Terry Dinosaur. Tiri Dinosaurier. Ein Dinosaurier mit einem unglaublich langen Schnabel ernährte sich von diesem riesigen Blatt und konnte leicht einen kleinen Baum biegen, um Grün von der Spitze zu fressen. Es gibt eine Hypothese, dass die Ernährung der Dinosaurier mit langen Krallen auch kleine Tiere und Reptilien umfasste. The size of the mammoth ancestors was not that impressive, weighing 4 or 5 tons and measuring about 3 meters in length. Aber im Gegensatz zu seinen afrikanischen und indischen Verwandten hat der Mastodon im Arsenal längere Zähne und einen mittelbehaarten Torso erworben, genau zwischen modernen Elefanten und Mammuts. Auf Platz 14 haben wir den Kosmilkörper. Der Körper des Kosmil-Säbelzahntigers tauchte in späten und frühen Südamerika auf und starb vor etwa 2 Millionen Jahren aus. Telokosmil stammt aus dem großen Jaguar und ist die größte Art seiner Familie. 15. Ein Ort ohne Tinte, die Yaochan. Ein riesiger Kenazōa-Riese, der sich dafür entscheidet, im Wasser zu leben. Das Tier selbst hat ungefähr die gleiche Größe wie ein modernes Nilpferd, was dieses Tier macht. Die größte Deinke-Entfernungsfabrik. An der halluzinogenen 16. Stelle handelt es sich um ein ausgestorbenes Wirbelloses aus der Cambridge-Zeit, das so benannt wurde, weil sein Körperaufbau auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Das ist eigentlich eine Illusion. Number 17 array according to Dufis. Ausgestorben Schlangenbreiten aus der frühen Kreidezeit in Brasilien. Es ist eine der ältesten Schlangen und die einzige bekannte Schlange mit 4 Beinen. Glavus ist ein großes Nagetier, das auch als Horngopher bekannt ist. Stellen Sie sich den Gopher mit 2 Hörnern auf dem Kopf vor. Dieses erstaunliche Nagetier, das vor 10 Millionen Jahren lebte. Die Hörner sind wahrscheinlich für den Kampf bestimmt. Number 19 Leviathan Meyer. This whale is the most dangerous of all toothed whales in the ocean. Die Länge des Leviathan kann eine beeindruckende Höhe von 17 Metern erreichen. Er war der König des Meeres in der prähistorischen Zeit. At number 20 stands the Phora racas, whose tallest member exceeds over 2.5 meters in height and surpasses the mass of the African ostrich. These enormous, ferocious birds lived during the Pleistocene epoch and preyed upon anything smaller than themselves.